Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse hier und bin jetzt hier bei Joachim Schäfer von der Schäfer Company, die wahrscheinlich wenige Leute kennen, aber man kennt die Marke Brixis vielleicht schon. Genau, schon seit 12 Jahren. Und Sie machen Klemmbausteine in unterschiedlichen Größen und hier sind jetzt die Neuheiten in ganz, ganz klein. Das sind die sogenannten Diamondsteine, die sind halb so groß, halbes Noppenraster im Vergleich zu den Legos. Also im Endeffekt winzig klein und eine Herausforderung. Das stimmt. Besonders für ältere Herren, wenn die das erste Mal damit bauen, weil man natürlich eine gewisse Feinmotorik dafür braucht. Und diese Sets, die Sie hier haben, das schaut so nach Tierwelt aus. Und Sie haben gesagt vorhin schon, Welcome to the Jungle war so als Motto. Genau, Welcome to the Jungle. Dann gibt es dann kleinere Packs, wo ich dann im Endeffekt mein Hippo zusammenbauen kann. Schönes Giveaway, schönes Mitbringsel für einen Geburtstag. Kinder sind toll beschäftigt. Und das Ganze ist jetzt hier mit den ganz kleinen Steinen, also 4x4 mm hat dann ein Noppenbaustein als ein Einerstein als Rastermaß. Und deshalb nennt man die dann eben in der kleinen Größe Diamondsteine. Und da gibt es eben unterschiedliche Sets bei Ihnen. Das sind dann auch so Komplettsets jetzt hier aufgebaut oder sind das alles? Alles Einsteiger-Sets, alles Einzelpackungen und kann ich mir dann im Endeffekt zu einem Zoo, den wir hier aufgebaut haben, zusammenbauen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und neben den Diamondsteinen haben Sie dann aber von Brixis auch große Steine, habe ich vorhin schon gesehen und hat mir vorhin schon jemand kurz erzählt, dass Sie hier auch etwas größere Bausätze haben. Und was hat es mit den Bausätzen auf sich? Die sind, glaube ich, im Handel gar nicht erhältlich. Hier ist es ganz einfach so, wir machen für Industrie sehr stark Sonderanfertigungen, wie zum Beispiel für Setra den Bus oder für das DRK den Rote Kreuz Rettungswagen. Und wenn man dann rüber geht, gibt es die neuen Racer. Die gibt es in klein fürs kleine Taschengeld. Es gibt es aber auch in groß. Mit klein muss ich mal Größenvergleich zeigen, mal mit meiner Hand, damit man sich das klein vorstellen kann. Und das ist jetzt das große, so etwa 15 cm lang, die anderen so etwa 10 cm lang. Und dann sind das jetzt eben auch so Sets im normalen Standard-Noppenraster kompatibel zu den großen aus Dänemark. Richtig. Und da kann man dann eben auch verschiedene Modelle, Sportwagen bauen. Dann haben wir hier oben so Bilder an der Wand. Was hat es denn damit auf sich? Das ist unsere neue Frame-Serie, wo wir Skylines aus verschiedenen Ländern zusammengefügt haben. Deutsche Designerin, meiner Meinung nach sehr gelungen. Zum Entspannen, Zusammenbauen und danach kann ich meine Wohnung verschönern. Oder als Mitbringsel, ich war in New York, hatte eine schöne Zeit und hänge mir dann mein eigenes New York-Bild an die Wand. Und das sind dann so verpackt als Skyline, nennt man diese Serie dann so als Lifestyle, als Idee dann. Wann kommen die am Markt? Oder gibt es die schon? Die kommen jetzt im 1. April auf den Markt. Haben wir jetzt in Nürnberg gelauncht. Dann daneben haben wir Landwirtschaft. Das ist hier ganz, ganz groß aufgebaut. Und das müssen wir uns jetzt mal hier in aller Ruhe anschauen. Habe ich vorhin schon auch mal ganz kurz überflogen und war ganz fasziniert, was es hier alles gibt. An Traktoren, an Mähdreschern, an sonstigem. Und das können Sie mir sicher so ein bisschen was zeigen, was man da so alles bewegen kann. Bei ja, hier vorne gibt es zum Beispiel bei dem Fendt Ideal gibt's die Rotationseinheit, die ich bewegen kann. Ich kann den Kornausbringer im Endeffekt in den Ladewagen, in den Tigo von Fendt rein fließen lassen. Ich kann aber auch vorne das Mähwerk abnehmen und baue dann vorne zum Beispiel einen Maispflücker dran. Alles ist unter anderem kompatibel, das heißt, ich kann den Anhänger auch an einen anderen Traktor, als wir jetzt den Fendt 6er zum Beispiel dran machen, kann aber auch wiederum den Fendt 6er nehmen, um zum Beispiel von Krampe die Mulde im Endeffekt zu transportieren. Beim Rumbody von Krampe habe ich im Endeffekt die Abschiebevorrichtung, die ich dann hier mit der Kurbel entsprechend über ein Schneckenlaufwerk nach hinten drehen kann. Hier oben ist im Endeffekt die Plane dran, damit ich das Schüttgut oder Erntegut entsprechend abdecken kann.
Da haben wir eine Kombination aus dem Deutz, aus dem 6er und dem Tigo als Anhänger. Hier vorne habe ich im Endeffekt das Mähwerk. Mähwerk kommt später auf den Transportwagen hinten, kommt an den Traktor und dann kann der Mähdrescher entsprechend zurückfahren. Dann hier auch Landschaft mit Jägerstand und allem möglichen. Schönen Fluss eingearbeitet. Dann haben wir im Erntebereich hier, wo der Glas steht, mit einer Rundballenpresse dran. Presst die dann auch? Natürlich nicht virtuell, aber bewegt. Die bewegt sich, das heißt, ich kann rauf und runter bewegen und habe drüben dann im Endeffekt eine Quaderballenpresse. Da brauche ich natürlich eine andere Zugmaschine wiederum davor. Bei dem Pöttinger habe ich im Endeffekt die Aufklappung, das heißt, da klappe ich halt nach links und rechts auf. Da kommen dann Stoffteile dran, um wiederum das Erntegut zu sichern. Da ist das Mähwerk dran, das kann ich nach oben klappen, die Disco. Vorne das vordere Mähwerk nach oben, sodass er dann in der Straße ganz normal darüber fahren kann. Highlight des Ganzen ist im Endeffekt das neue Konzept von Fendt, wie Fendt sich die Zukunft des Maschinenverkaufs und der Markenpräsentation vorstellt. Das heißt, so wie die Fendt-Niederlassungen dann optisch aufbereitet sind. Genau. Es soll dann ein entsprechendes Wiedererkennungsmerkmal geben, dass der Kunde ganz einfach weiß, es handelt sich um einen offiziellen Fendt-Vertragspartner. Und hier sind es auch unterschiedliche Maßstäbe zu sehen, die dann hier aufgebaut sind, ein ganz kleiner und ein größeres Modell. Die kleinere Maßstab ist eher für die junge Zielgruppe, fürs kleine Taschengeld. Für die ältere Zielgruppe haben wir das Dieselrost, dort sogar mit LED-Beleuchtung. Die kann ich über die Akkubox aus- und anmachen. Und dann natürlich ein Bauernhof, das darf ja nicht fehlen. Und beim Bauernhof ist es ganz einfach so, ich kann das voll bespielen. Hier drin liegen noch die Möbel, die haben wir jetzt mal nicht eingerichtet. Das müssen dann Kinderhände tun und dann kann ich hier im Endeffekt hier vorne, das sieht man hier, kann ich dann im Endeffekt das Bauernhaus öffnen. Bei dem Stall kann ich im Endeffekt hingehen und kann dann das komplette Dach abnehmen. Ob da noch Kühe drin oder Ochsen. Dann hier auch noch ein paar modernere. Schönes Maisfeld, hinten die Horsch Pronto. Die kann ich beim Straßenbetrieb, beim Traktor dann entsprechend hochklappen. Ist auch schön detailliert, dieses Mähwerk. Und diese Landmaschinenserie Brixis Pro oder Brixis, wie heißt das? Brixis Plus kommt jetzt ab 1. April in den Handel rein. Also auch ganz, ganz neu. Und wir sind glücklich, die entsprechenden Partner dabei zu haben. Gut, dann bedanke ich mich beim Joachim Schäfer für die Vorstellung seiner Brixis und seiner Brixis Plus und wünsche noch guten Messeverlauf. Danke Ihnen. Servus, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Peter Pernsteiner. Ciao.